1911, 3 Jahre bevor in Europa der Erste Weltkrieg ausbrach, machte ein Amerikaner auf der anderen Seite des Erdballs eine Entdeckung, über die Forscher bis heute streiten: Machu Picchu. Ist es eine Stadt oder ein Heiligtum? Eine Opferstätte oder eine Sternwarte? Warum und vor allem wie konnten die Inkas vor 500 Jahren 50 Tonnen schwere Steine auf 2400 Meter hohe Berge schleppen? Und war es überhaupt vor 500 Jahren oder ist das Weltwunder deutlich älter? Erst kürzlich fanden Wissenschaftler unterirdische Räume, aber die peruanische Regierung verweigerte die Erforschung. Selbst die Entdeckung ist strittig. Einige Jahre vor dem Amerikaner soll ein Peruaner dort gewesen sein. Und es gibt neue Erkenntnisse, dass davor bereits ein Deutscher die Stadt gefunden hatte. Die Ureinwohner aber wussten die ganze Zeit von der Existenz Machu Picchus. Ich bin jetzt auf dem Weg raus aus Cusco und wie ich schon angekündigt habe, Machu Picchu ist das Ziel, aber natürlich so eine archäologische Ausgrabungsstätte, da kann man nicht schlafen, sondern es gibt einen Ort, der nah dran ist, Agua Calientes. Da kann man schlafen, aber da kann man nicht mit dem Vehikel hin. Aber auch da werde ich jetzt nicht übernachten, weil ich ja eben das Motorrad da nicht hinbringen kann, sondern Santa Teresa. Das ist der letzte Ort, den man erreichen kann mit Fahrzeug. Ich habe da schon was gebucht. Es ist wohl ein Dorf, aber wohl auch sehr touristisch, weil eben Machu Picchu da ist. 200 Kilometer sind es genau, laut Google. Aber fast 5 Stunden werde ich wohl brauchen. Und das Schöne ist, wir sind hier auf zwischen 3,3 und 3,6, also meine Wohnung war auf 3,6, Cusco im Tal, und also der Stadtmitte liegt, glaube ich, auf 3,3 Meter, 3.300 Meter. Und heute geht es runter, Santa Teresa, auf 1,9. Da freue ich mich schon drauf. Da macht echt, das habe ich auch gelernt, so 500 Meter Höhe machen halt brutal was aus an der Wärme. Es ist halt abends gleich Pulloverwetter. Darauf hoffe ich natürlich. Im Moment, ihr seht, ich bin hier nicht in Skihose und so, ist okay. Mal sehen, wie es wird. Solange die Sonne scheint und so, ist alles in Ordnung. Ja, es ist immer ein bisschen Spekulation, wie man sich anzieht. Machu Picchu selbst liegt dann wieder ein bisschen höher, aber dazu kommen wir dann, wenn ich mich dann auf den Weg mache morgen. Jetzt erstmal Etappe nach Santa Teresa. Heute fällt es mir auch richtig auf, hier ist überall Kui, 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 also Meerschweinchen, Meerschweinchen, Meerschweinchen. Es ist eben hier die typische Gegend für Meerschweinchen. Ich war eben nicht so begeistert. Es war interessant, es war auch nicht eklig oder so, aber es ist einfach stressig zu essen mit diesen kleinen Knochen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn ich Hähnchen essen kann, esse ich Hähnchen stattdessen. Das ist interessant, obwohl ich jetzt schon 3 Wochen hier bin, es ist immer noch alles neu für mich in Peru. Ich wundere mich immer, wenn Leute, die irgendwie 3 Wochen irgendwo durchfahren und dann eine Meinung, also eine feste Meinung über das Land haben können. Klar, man hat einen Eindruck irgendwie, aber nur von dem kleinen Ausschnitt, den man gesehen hat. Man kann da, also es ist wirklich, ich habe jetzt das Gefühl, nach 3 Wochen, ich weiß nichts über Peru oder so gut wie nichts. Klar, ich habe ein bisschen was gelernt. Cusco kenne ich mich aus. Aber so richtig, das dauert noch ein paar Monate.
Es geht direkt auf kleinere Straßen. Deswegen dauert es wahrscheinlich auch so lang, immer Orte, LKWs überholen. Aber hier wird jetzt mal ein bisschen kurvig, wenn jetzt noch die Sonne rauskommt. Auch so ein Touri-Ort. Irgendwo könnte ich dann mal was essen. Das ist auch nicht irgendeine Touri-Stadt, sondern das ist Ollantaytambo. Die einzige erhaltene Inka-Stadt, die bis heute benutzt wird. Auch das Bewässerungssystem der Inkas funktioniert noch. Ich bin jetzt nur durchgefahren, aber auf dem Rückweg von Machu Picchu habe ich hier eine Woche verbracht. Es gibt eine riesige kommerzielle Tempelanlage, aber es gibt auch mehrere andere Tempelanlagen, die frei zugänglich sind. Genau wie bei Machu Picchu ist die Forschung sich uneinig. Einige Wissenschaftler meinen, dass die Stadt eigentlich von der Tiwanaku-Kultur, die 1000 Jahre vor den Inkas existierte, gebaut wurde. Und die Inkas die Stadt nur wiederverwendet haben. Und natürlich gibt es auch noch solche, die sagen, es war überhaupt nicht möglich, so eine Stadt zu bauen damals. Da müssen Aliens im Spiel gewesen sein. Wow. Hier ist voll Touri. Krass. Jetzt ist hier so eine tolle Serpentinenstrecke, aber es fängt leicht an zu regnen. Ich fahre genau rein in das Graue. Das nervt ein bisschen. So, Regenhose angezogen. Es hat eben ziemlich stark geregnet, jetzt ein bisschen weniger. Ich warte nochmal mit der Regenjacke jetzt. Ist halt da, sieht es nicht so gut aus. Man weiß ja auch nicht. Man sieht hier, wie die Straße geht. Alles möglich. Es wäre halt geiler, wenn es trocken ist bei diesen krassen Serpentinen. Aber gut, man kann sich nicht aussuchen. So, Abra Malaga, 4319 Meter. Wie man sieht, gibt es keine Aussicht. Es regnet jetzt gerade nicht so stark, aber es ist hier Gefrierpunkt. Vielleicht sieht man, wie rot meine Hände sind. Alles nass. Bin richtig genervt. Oh.
Ich sehe nichts. Es sind so kleine Schlammstücke zwischendrin. Aber das ist okay, glaube ich. Ich sehe ein bisschen was wieder. Es ist, ja, mein Helm, ich muss ihn halt offen lassen und dann wird er von innen nass, weil er sonst komplett zuschlägt. Mein Pinlock ist ja schon lange kaputt gegangen. Ui, das hätte ich nicht erwartet. Kleine Flussdurchfahrt. Ist sogar relativ reißend. Huh? Ja, hier ist jetzt schon King Kong Movie. Hier nochmal was Tieferes. Kurz mal ein Foto gemacht. Es ist nicht so schlimm, es ist nur die Strömung. Kilometer noch, 1 Stunde 8. Ist auch witzig, wollte es mal zeigen. Sieht man das ja. So, hier. Ich habe diese Schutzhüllen drauf, seht ihr das? Da steht Wasser drin. Das ist nicht schlimm, die ist wasserdicht, die Kamera, aber diese Schutzhüllen sind halt dafür da, für Steinschläge und sowas. Damit die Linse nicht total komplett zerkratzt, wenn die ganze Zeit im Wind steht. Na, da sieht man, dass es oben in Bergen ganz gut geregnet hat.
Santa Teresa. So, ich bin in meinem Zimmer eingecheckt. Ganze Motorrad abgeladen. Ein bisschen die Sachen getrocknet. Und jetzt nehme ich eine Dusche, weil die haben gesagt, ich muss morgen um 5:30 mich auf den Weg machen, damit ich um 11 oben bin. Ja. Also was essen und dann Eier machen. Packen, Eier machen. Schönen guten Morgen. Es ist 5:30 Uhr ungefähr und wie ihr seht, bin ich nicht mit dem Motorrad unterwegs. Ich habe mir das nochmal überlegt. Es hat auch geregnet heute Nacht und jetzt irgendwie im Halbdunkeln dahin zu fahren, ohne Schutzkleidung. Ihr habt ja gesehen, wie die Straße gestern war. Man kann hier auch einfach vom Markt, hier Mercado, das hier ist mein Taxi, das ist so ein Sammeltaxi, für 2,50 € dahin fahren. Egal ob es regnet oder nicht. Wenn es jetzt regnet, dann bin ich schon nass und so. Deswegen, da musst du dort natürlich auch einen Parkplatz bezahlen und so weiter. Deswegen 10 setze ich mich jetzt hier rein. Der fährt mich dahin. Perfekt. Muss ich mir keine Sorgen um den Weg machen. Keine Sorgen um mein Motorrad machen. Gar nichts. Und muss mich nur darauf konzentrieren, Machu Picchu zu erklimmen. Para los estudiantes de cuarto, quinto de secundaria, sino que de repente imitemos lo que está sucediendo en la capital de la República, con niños desde quinto, sexto de primaria, hacer captar la idea al padre de familia, a que se pueda trabajar con niños. Es cierto, la palabra niño. So, es war die beste Entscheidung, nicht mit dem Motorrad zu fahren. Ich wäre jetzt schon in Matsch gebadet. Also es war super matschig. Strecke war so wie gestern, bloß mehr Wasser. Und das erste, also geht so einen Berg hoch und dann erste Straße war gesperrt. Irgendwelche Steinschläge, Erdrutsche, konnte man nicht weiterfahren, mussten umdrehen. Es ist natürlich alles auch so schmal, dass nur ein Auto da passt. Und dann kamen natürlich die anderen Autos entgegen. Ihr habt ja gesehen, hier ist schon ein bisschen was los. Es gibt noch eine zweite Strecke, Gott sei Dank. Und da hatte sich dann ein Bus eingegraben. Musste man auch noch mal warten. Also, ja, ich hätte gar nicht die zweite Strecke wahrscheinlich gar nicht gefunden. Klar, man kann irgendwie den anderen folgen und so. Aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt trocken und entspannt hier angekommen bin. Und ich hatte mich noch gewundert, warum der gestern gesagt hat, ah ja, um 5:30 musst du schon losfahren. Weil jetzt ist es 7 und um 11 ist mein Ticket. Man muss so einen Stundenslot kaufen. Ja, jetzt geht es irgendwie 3 Stunden ungefähr, 3 Stunden laufen, bis man bei Machu Picchu ist. Die Einheimischen habe ich jetzt auch überholt, weil das Ticket-Office ist natürlich noch zu. Ich habe schon ein Ticket und zwar habe ich das in Cusco gekauft. Es gibt eine Webseite natürlich zum Machu Picchu, da klickt man auf Tickets, da muss man es vorreservieren und dann bin ich in Cusco zum Amt gegangen und habe das Ticket geholt. Kostet 35 €. Stand, sagen wir, April 23. Und das ist die billigste Variante, die ich mache. Also man fährt hier selber hin nach Santa Teresa, dann bis zu diesem Hydroelectrico. Das ist diese Eisenbahn. Es gibt hier so einen berühmten Zug, mit dem man fahren kann. Ist wohl aber sehr teuer. Sieht super schick aus und so. Sehr teuer und ist wohl irgendwie Monate im Voraus ausgebucht. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil es sind ja diese Proteste und so wenig Touristen wie jetzt sind nie da, sagen die Einheimischen. Was gut ist für Machu Picchu. Ja, aber ich, wie gesagt, laufe jetzt hier die 3 Stunden, das sind ungefähr 10 Kilometer, glaube ich, bis zu diesem Agua Calientes. Ich muss Batterien sparen, denn heute habe ich ja kein Motorrad dabei, kein Ladegerät sozusagen. Und ich hatte auch geguckt, ich wollte die Drohne mitnehmen und so schön bei Machu Picchu fliegen lassen und so. Das ist natürlich alles verboten, es ist richtig so wie in den großen Attraktionen. Und hier sind auch Selfie-Sticks verboten, Tripods,
alles verboten. Also habe ich nur meine kleine Kamera dabei und mein Handy. Muss reichen. Die Kulisse ist halt überragend. Das ist ja Dschungel. Hier steht Hydroelektrika Machu Picchu, Agua Calientes. Da muss ich wohl hin. Und hier oben sind diese Berge total krass in den Wolken. Sieht gut aus. Also ich denke hier lang. So, eine Info noch, 1800 Meter hier und es geht jetzt nach oben. Mal schauen, ich habe unterschiedliche Angaben gelesen. Machu Picchu, bei Wikipedia steht irgendwas von 2,4 liegt das, die Inka-Stadt. Woanders habe ich gelesen 2,9, also sind zwischen 500 und 1000 Höhenmeter zu machen. Ja, hier ist schon anstrengend. Ich hoffe einfach, dass mir die Wochen in der richtigen Höhe jetzt zugute kommen. Das ist echt geil, dass ich mich so ein bisschen vom Pulk gelöst habe. Ich laufe hier jetzt ganz alleine und im Dschungel rum. Super geil. Das ist echt eine coole Atmosphäre. Aber ich bin vielleicht auch erst 1 Kilometer gelaufen oder so. Mal sehen, wie cool ich es finde nach 9. So, die ersten 10 Kilometer sind in den Beinen. Es muss da vorne irgendwo Aguas Calientes sein. Agua Calientes. Man sieht schon, man kann hier auch übernachten und auch relativ schick. Allerdings eine barbusige Frau. Ja, wenn ich hier so sehe, wäre es vielleicht auch ganz schön gewesen, hier zu übernachten. Aber jetzt ist es so für mich. Einmal hin und einmal zurück. Ist halt echt krass. Es liegt hier direkt an diesem reißenden Fluss. Deswegen wahrscheinlich auch Agua Caliente, heiße Wasser. Ist schon brutal. Also, wir haben jetzt 9:40 Uhr und ich brauche ungefähr 1,5 Stunden bis 2 Stunden hochzulaufen. Ich habe 2 Leute gefragt, einer hat gesagt 2 Stunden, einer hat gesagt 1,5 Stunden. Und ich würde ja gern hier noch mal Essen fassen. Nach den 10 Kilometern habe ich jetzt schon wieder Hunger. Und es gibt hier alles, überall, also ja. Es gibt allerdings auch einen Bus hochzufahren. Der kostet aber hoch und runter von hier nur $24. Und ich habe jetzt genommen nur hochfahren. Dauert dann 25 Minuten hochfahren und dann laufe ich runter. Weil ich ja um 11 Uhr diesen Timeslot habe. Also man muss ja auch in der Zeit da sein. Dann kann ich jetzt noch was essen und dann Machu Picchu. So wenig wie dieses Jahr ist nie los. Das ist die Schlange zum Bus. So, den Bus habe ich geschafft. Jetzt ist die nächste Schlange zum Eingang. Und hier sieht man nochmal keine Selfie-Sticks, keine Stative, keine Wanderstöcke, nix. So, ich bin drin.
Einmal kurz hier diese Aussicht, ist halt auch überragend. Guckt euch das an. Ja, man hätte wohl alles mit reinnehmen können. Es wurde überhaupt nichts kontrolliert. Pass wollten sie sehen. Also Pass sollte man mitnehmen. That mountain is Huayna Picchu. Huayna Picchu means the young mountain. Die Inkas haben Quechua gesprochen. Quechua gibt es bis heute noch und ist die meistgesprochene indigene Sprache in Südamerika. Und wie der Guide schon gesagt hat, das ist der junge Berg, Huayna Picchu. Picchu heißt Berg, Huayna heißt jung und Machu Picchu ist auf der anderen Seite und das ist der alte Berg. Das da ist Machu Picchu. Picchu, so heißt es richtig, Machu Picchu. Und bis oben hin haben die Inkas da Sachen reingebaut. Jetzt bin ich hier am Aussichtspunkt angekommen und ja, Preis ist hoch, die Anreise ist beschwerlich, aber der Blick lohnt sich auf jeden Fall, ist spektakulär und muss ich das mal vorstellen, das ist hier mitten in den Gipfeln der Berge, haben die so eine Stadt hingebaut. 1000 Leute haben hier gewohnt, Bewässerungsanlagen gibt's, die kommen von dem Machu Picchu Berg. Ich habe natürlich keinen Guide, aber man kann natürlich immer ein bisschen was mitbekommen. Es ist eben so, dass aufgrund der Sonne wurde das hier oben gebaut. Das ist der Sonnentempel. Sonne und Bewässerung halt, weil die Sonne sehr wichtig ist für die Inkas. Ich habe auch gelesen, man wusste oder man weiß immer noch nicht so genau den Zweck der Stadt. Hier hat jetzt jemand gesagt, dass wegen der Sonne ist es soweit hier oben gebaut und wegen der Bewässerung. Aber ich habe gelesen, dass sich Forscher uneinig sind, ob es ein Heiligtum oder eine Stadt ist. Es war wohl beides. Hier ist ein Inka-Kalender. Je nachdem, wie die Sonne da drauf scheint, haben sie gewusst, welcher Monat es ist. Ich weiß nicht genau, welcher Tag sogar, aber Monat zumindest. Und die haben schon gewusst, dass die Erde rund ist. Aufgrund eben ihrer Sonnenforschung. Und man muss sagen, staut sich manchmal so ein bisschen und es sind auch überall Leute, die Selfies machen und die ganzen Guides sind natürlich ausgebildet. Ja, hier ist ein super Platz und hier musst du dich so hinsetzen und hier musst du dich so hinsetzen und Kopf nach links, Kopf nach rechts. Die wissen natürlich alle, hier sieht man's, wie man die besten Fotos für Instagram macht. Aber es ist trotzdem entspannt. Ich kann hier entspannt rumlaufen. Klar, an manchen Fotospots muss man ein bisschen anstehen und warten. Aber sonst ist es echt cool. Vielleicht noch ein Wort zu den Terrassen, die man überall sieht, an den Rändern, hier auch. Coca wurde angebaut. Man hat irgendwie auf der untersten Terrasse die Samen eingepflanzt und immer wenn es ein bisschen größer war, hat man sie dann eine Terrasse höher gepflanzt. Und Coca war natürlich auch irgendwie die Verbindung mit der spirituellen Welt. Ja, was man mitnehmen sollte, Machu Picchu, Mosquito Repellent habe ich, aber ich bin trotzdem hier gut gestochen worden. Auch andere haben schon gezeigt, so Fettstiche. Sonnencreme vielleicht, habe ich jetzt noch nicht benutzt, es ist ein bisschen bedeckt und das ist eigentlich ganz gut. Es ist trotzdem hier, ich würde sagen, 25 Grad, 23 Grad sowas. Und einen Sonnenhut natürlich, um sich nicht den Dez zu verbrennen. So, zurück im Chaos. Das ist der Ausgang. Absolut spektakulär. Eine der besten Sachen, die ich gesehen habe. Nicht overrated. Wirklich, wirklich geil. Also, man kann sich gar nicht oft genug dazu umdrehen und diese Stadt an dem Berg bewundern. Ist echt cool. Jetzt beginnt der Abstieg. Die haben gesagt, 2 Stunden hoch, 1 Stunde runter.
Ich habe auch in Patagonien irgendwie meine Knie zerstört. Ich habe immer Schmerzen, auch beim Aufstehen, auf dem Motorrad und so. Immer Schmerzen. Auch eine coole Treppe hier. Ja, keine Ahnung, wie weit ich noch habe. Es sieht noch ein bisschen hoch aus, aber schon Millionen Treppen runtergelaufen. Geil, ich bin unten angekommen. Jetzt muss ich nur noch in die Stadt zurücklaufen. Aber das hier ist natürlich spektakulär. Aguas Calientes. So, ich bin jetzt wieder an der Wegscheide. Hier geht's zurück. Nachher für mich 10 Kilometer zu diesem Hydroelektriker-Parkplatz. Aber ich will jetzt noch mal was. Gehe noch mal ein Städtchen. Und schaue mich dann noch mal ein bisschen um. Ess und trink was. War hier ganz nett, wenn auch schweineteuer. Aber ja, da will ich schon noch mal ein bisschen hin. Vielleicht noch mal ein Stündchen hinsetzen. Und dann mache ich mich auf den Weg zurück. In der Hoffnung, dass es dann dort ein Taxi gibt. Mein Gastvater hat gesagt, irgendwie bis 6, halb 7 oder so. Wenn die Taxis da. Ich glaube, wir haben jetzt 2 oder 3. Warte mal. Viertel vor 2. Ja, wenn ich jetzt ein Stündchen hier rummache. 3, 4, 5. Das ist super gut. So ist der Plan. Wenn es hier schon so teuer ist, dann habe ich mir natürlich auch was richtig Gutes mit schöner Sicht ausgesucht. Ja, hier oben, hier ist auch der Häuptling oder der König und der Fluss und mein wohlverdientes Bier. Was zu essen kommt auch gleich noch. Oh. Und dann muss ich leider noch 10 Kilometer zurücklaufen. Ich laufe hier jetzt schon sehr lange auf diesen Schwellen und die haben alle unterschiedlichen Abstand. Das ist einfach Pi mal Daumen reingebollert. Ist es bei uns bestimmt DIN genormt, oder? Dass die alle gleichen Abstand haben. Aber das fällt hier auf. Jetzt kann ich ja noch ein Stück wieder auf diesen Stein laufen, ist halt nicht so schön. Aber wenn es hier so ein bisschen frei ist, ist okay. Und viele Leute machen es eben so, dass sie jetzt am Nachmittag ankommen, dann werden sie dort übernachten, werden dann morgen Machu Picchu machen, vielleicht noch mal übernachten oder direkt wieder zurück. Aber dann hat man die Tortur nicht an einem Tag. Meine Version ist halt die Sparvariante, bis auf den Bus, den ich hochgenommen habe, was ich auch nicht bereue, weil sonst wäre ich wahrscheinlich tot. So, die letzten Meter und dann habe ich es geschafft, bin ich wieder am Parkplatz. Bin ein bisschen stolz auf mich. 30 Kilometer schon mal abgeschrubbt. Nicht schlecht. Reicht aber auch. 10 Kilometer am Ende. Das zieht sich dann doch am Ende irgendwann. Denkt man so, ey, es muss doch jetzt irgendwann kommen. Naja. Jetzt sehe ich da ein Auto stehen, das ist auch gut. Mal sehen, wann der losfährt. Hinter mir waren noch die so 2 Leute. Ah ja, da sind sie wieder. Die hatte ich jetzt eben verloren gehabt. Ich habe schon gedacht, die kommen nicht, aber wenn die da kommen, ist gut fürs Sammeltaxi. Nicht, dass er dann irgendeinen Fantasiepreis aufruft. Vielleicht sitzen da auch schon Leute drin. So, ist keiner. Vielleicht kommt noch jemand? Naja, mal sehen, was passiert. So, 1 Stunde mussten wir warten. Da kam dann so eine Frau angelaufen, die hat dann ein Taxi bestellt für uns 3. Das ist dann gekommen. Ja, jetzt bin ich hier. Reicht
Es war dann doch, nachdem ich dann eine Stunde gesessen habe, wieder aufgestanden bin, gelaufen. Hat man das im Knie gespürt, dass ich 30 Kilometer gelaufen bin? Dass ich das nicht jeden Tag mache? Ja, das war mein Abenteuer Machu Picchu. Und nicht nur das, gleichzeitig ist es auch mein Kalendervideo für den Monat März. Denn diejenigen, die meinen Kalender erworben haben, wissen, in diesem Monat ist die Stadt oder das Weltwunder abgebildet. Und ja, Fazit, es ist schon super touristisch, muss man sagen, aber es lohnt sich absolut, es ist ein magischer Ort. Und als ich dann über diese Kante kam, da wo das Lama stand und diesen Blick hatte eben von dem Kalenderbild, das ist halt besser als auf den Bildern. Also ich war schon oft irgendwie in irgendwelchen großen Sehenswürdigkeiten und ab und zu ist es dann so, ja, auf dem Foto ist es mega spektakulär, aber in echt ist es halt viel kleiner oder irgendwie nicht so krass. Machu Picchu war für mich das Gegenteil. Also es war absolut spektakulär, fand ich. Dann auch noch, dass die Lamas da rumstanden und so, das hat die Bilder noch abgerundet. Bevor ich das Video schließe, möchte ich noch eine Sache vom Rückweg zeigen. Ihr habt ja gesehen, das meiste war asphaltiert, es ging über diesen Pass, wo es so geregnet hat und so weiter. Und dann das letzte Stück ist eben unasphaltiert nach Santa Teresa. Und da waren dann auch viele Baustellen. Ich weiß nicht, da sind wahrscheinlich immer noch viele Baustellen. Und da sind da wahrscheinlich auch immer wieder Baustellen und so. Und zum einen bei mir hatte es ja geregnet an dem Tag. Und die wässern diese Baustellen auch immer. Also ja, da fließt dann Wasser und keine Ahnung. Und dann fahren diese riesigen Trucks da drüber. Und das heißt, also die Straße war schon ziemlich schlecht, als ich da gefahren bin. Und zwar so schlecht, dass auf der Rückfahrt die Straße gesperrt war. Also ich konnte morgens nicht losfahren. Mein Vermieter hat dann gesagt, so, ey, du brauchst nicht losfahren, die Straße ist dicht. Ich sag dir Bescheid, wenn die Straße offen ist. Ich musste dann bis mittags warten und dann konnte ich losfahren. Und da war es dann auch noch so, dass dann da Sperren waren, wo du mal eine halbe Stunde warten musstest und so weiter. Und da kommen wir dann wieder zu den LKWs, die da rumfahren. Ich sage gerne, die gefährlichsten Fahrzeuge überhaupt für den Motorradfahrer oder insgesamt für den Verkehr. Die sehen dich nicht, die hören dich nicht und die spüren auch nicht, wenn die dich umfahren oder so. Also die falten dich einfach zusammen wie Papier, merken die gar nicht. Und es war dann eben so, dass ich da gefahren bin und vor mir dann so ein LKW gefahren ist. Ist ja ziemlich bergig da und dadurch, dass es auch so nass war und so, hatte der LKW dann Schwierigkeiten, über diese Hügel zu kommen. Und dann war es eben so, dass er dann an so einem Berg ist er dann halt nicht hochgekommen. Und dann ist er rückwärts runtergerollt. Aber da das eben so war, also das hier war der Berg, wo der runtergerollt ist und hier ging es wieder so schräg hoch. Also ich konnte auch mit meinem schweren Bike, ich kann das nicht rückwärts schieben dann. Das ist unmöglich. Ja, das geht nicht. Boah, der hebt ab hinten. Krass. Hast du das gesehen? Das ist ja Lebensgefühl. Idiot. Und er ist dann so vorne auf mein Bike drauf gefahren. Zum Glück ist er dann genau stehen geblieben, als er das so eingeklemmt hat. Also ja, das war dann so, dass mein Reifen, der war komplett platt gedrückt. Und ich bin dann abgestiegen und mein Bike hat so drin gesteckt hinten in der Stoßstange von dem LKW. Ich habe dann mega geschimpft. Mein Spanisch ist besonders gut, wenn ich mega schimpfe. Habe ich die dann mega angeschrien und so. Und dann haben die so, ja, du musst da Abstand halten. Also ja, ich habe Abstand gehalten und so, aber der fährt da halt im Schritttempo. Ja? Und wenn das so schlammig ist, Motorradfahrer wissen es vielleicht, dann ist es besser, ein bisschen schneller drüber zu fahren. Weil mit dem schweren Bike dann da im Schritttempo, dann ja, ist halt dann schwierig. Dann hat es halt dann nochmal 5 Minuten gedauert, bis sie dem klar gemacht haben, ey, du hast einen eingeklemmt. Und dann ist er halt irgendwann dann so ein Stück wieder vorgefahren. Und dann, ja, Gustav Ganz Prinzip. Es war dann echt so, der Reifen war nur eingedrückt gewesen. Ich bin auch mit weniger Druck gefahren. Und auch ich habe halt gedacht, meine Felge, jetzt ist vorbei. Reifen platt und meine Felge zerbeult und ich bin hier irgendwo in der Pampa, das wird jetzt richtig scheiße. Aber es war nichts. Also es war nichts, gar nichts.
Der war komplett eingedrückt. Aber der Rim hat nichts abbekommen. Der Reifen ist nicht so schlimm, aber jetzt hatte ich echt einen Unfall. Oh, fuck. Und da habe ich jetzt halt mega Glück gehabt. Wäre der einfach weiter zurückgefahren, hätte er einfach mein Bike zerdrückt und mich gekillt. Diese kleine Anekdote wollte ich euch noch mitgeben. Und jetzt mache ich Schluss für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ruti. Tschüss.